Ich will auf keinen Fall ein Hörgerät. Seit 17 Jahren weiß ich, ich höre schlecht. Mein Frauenstammtisch in lauter Umgebung ist eine Qual für mich. Doch ich will keinen Knochen am Ohr. Was gibt's Neues? Anfangen zu malen? Lieber lese ich von den Lippen meiner Freundinnen ab. Es kommt manchmal so in den Sinn, wofür mache ich das? So einen Kontakt und geben und nehmen, dann kann es schon sein, dass dir einfach was fehlt. Lieber meide ich solche Situationen, als ein Hörgerät an mich zu lassen. Bitte? Laut WHO beginnt das schlechte Hören, wenn man das Ticken einer Armbanduhr nicht mehr wahrnimmt. Dieses Stadium habe ich längst hinter mir. Ich höre nicht mal mehr die Wanduhr. Und gestern habe ich schon wieder den Wecker nicht gehört. Beim Fernsehen habe ich den Eindruck, dass die Schauspieler zunehmend nuscheln. Ich verstehe sie kaum, vor allem wenn Musik unterlegt ist. Ich arbeite seit langem an einer Übersetzung von Lope de Vega. Es war beim Joggen, als mein Mann die bittere Wahrheit aussprach. Aber hast du eine Ahnung, wo meine Handschuhe sind? Hausschuhe? Wofür brauchst du Hausschuhe? Oh Gott, jetzt wird es wirklich Zeit für ein Hörgerät. Handschuhe! Seit über 20 Jahren treffe ich meine Freundinnen. Über Hörprobleme zu reden ist neu. Ich habe den Fernseher relativ laut stehen, das ist ja schon ein deutliches Anzeichen. Ne? Aber ich bin keineswegs so weit zu sagen, jetzt probiere ich mal ein Hörgerät aus. Ich habe ein Hörgerät, das ich nicht trage. Also ich fühle mich schon ein bisschen behindert, so wie wenn man nicht gut sieht. Fällt dir das schwer, drüber zu reden? Ja, also ich habe das euch jetzt nur erzählt, weil ich euch sehr gut kenne. Was? Du hast ein Hörgerät? Also sprich, du bist ja alt oder so. Ja? Und das möchte man nicht. Und deswegen macht man irgendwie die Haare in das Ohr oder sonst irgendwas und schummelt sich noch so ein bisschen durch. Durchschummeln, das mache ich seit Jahren. Wie lange habt ihr noch gemacht? Ich dachte, es fällt nicht auf. Von wegen. Als du vor einiger Zeit gesagt hast, dass du schlecht hörst, habe ich einige Verhaltensweisen, die ich sehr wohl beobachtet habe, anders interpretiert als vor mir. Phasenweise habe ich gedacht, du hast kein Interesse an den Themen, an uns, an dem Frauenstammtisch. Manchmal habe ich mich gefragt, warum kommt sie, wenn sie sich nicht beteiligt. Also all diese Sachen könnte ich jetzt auch mit dem Nichthören in Zusammenhang bringen. Davor habe ich mich jahrelang gedrückt. So. Termin beim HNO-Arzt. Dann gucke ich jetzt mal in die Ohren. Das ist so mit einem kleinen Ohrentrichter der Fall. Dazu nehme ich mir dann die Brille ab. Warum tun sich so Leute schwer wie ich? Sie wollen es einfach nicht wahrhaben. Wir sehen den Jugendwahn, der immer wieder kommt, und irgendwie ist jeder davon eigentlich ein wenig betroffen, dass man da also entsprechend Probleme hat. In diesem Ohr, jetzt gehe ich mal ganz, haben Sie etwas Zerumen? Das ist einfach ein Zeichen, dass das Ohr dieses Ohrenschmalz produziert. Das werde ich jetzt mal vorsichtig rausholen. Zerumen ist Ohrenschmalz. Ja, das ist sicherlich etwas laut. Hoffnung keimt auf. Vielleicht löst der Pfropf vor dem Trommelfell ja meine Hörprobleme. Professor Lastzig sagt, er sei hartnäckig und erstaunlich groß. Kann das sein, dass ich deswegen schlecht höre? Nein, das ist nicht der Grund. So, jawohl. Beim Hörtest kommt die Stunde der Wahrheit. Sitzt gut so? Ja, okay. Die Zahlen, ja? Was Sie verstehen, einfach nachsprechen. Ja. So. Geht los. 98. 98. 22. 22. 86. 85. 71. 73. 80. 18. Ja, in der Tat. Das ist eine Schwerhörigkeit. Diese Hochton. Jetzt habe ich es schriftlich. Mit meinem Hochtonverlust verstehe ich nur noch 50%. Mit
Alter zu tun haben. Sie kriegen nur 50% ungefähr rein und die restlichen 50% müssen Sie synthetisieren. Was heißt das synthetisieren? Indem das eine Leistung des Gehirns, die Zusammenhänge herstellen. Das ist geistige Arbeit, das ist anstrengend. Und das ist das, was auch abends dann wahnsinnig müde macht. Und vielleicht ist es dann auch ein Punkt noch zusätzlich, warum Sie den Tatort nicht mehr so gut verstehen. Meine Reise durch die Welt der Hörgeräte beginnt in Koblenz, bei Robert Schmitz. Hallo, Frau Falsch. Guten Tag. Der Akustiker kann mir den Unterschied zwischen meinem Hören und gesundem Hören verdeutlichen. Das ist jetzt meine Hörkurve, die Das Sie hier ist Ihre Hörkurve. in den Computer eingegeben haben. Genau. Das sind die Tiefentöne, Ah, ja. genau. Und im Hochtonbereich ist Ihre Hörkurve eben abgesenkt und das Sch, K und S, das fehlt. Ah, das sind die Buchstaben, die ich nicht mehr höre. Genau, so ist es. Ne? Und die Ja, das stimmt. versucht man natürlich wieder mit einem Hörgerät auszugleichen. Ja. Ne? Um das einfach mal auch akustisch zu demonstrieren, nehmen wir einfach mal ein Vogelgezwitscher. So würde der Guthörende das in dieser Intensität hören. Und für Sie ist es nur noch sehr leise wahrnehmbar. Es ist zwar noch etwas da, aber es ist schon recht schwierig, diese Vögel zu hören. Und wenn man jetzt einfach mal eine Situation aus einem Café nimmt, wo mehrere Leute durcheinander sprechen und im Vordergrund ein Gespräch stattfindet. Wie war das Essen in Spanien? Es war grandios. Ich liebe Tapas. Tapas? Was ist das? Es sind kleine Gerichte. Hören wir uns das einfach mal an, wie Sie das wahrnehmen. Wie war das Essen in Spanien? Es war grandios. Ich liebe Tapas. Tapas? Was ist das? Es sind kleine Gerichte. Ist das jetzt eigentlich eine schwache oder eine mittelgradige oder eine schwere Schwerhörigkeit? Ja, auch das kann ich Ihnen mal zeigen. Es ist ja so, dass Sie im Tieftonbereich gut hörend sind. Das sieht man auch hier oben jetzt in dem Tieftonbereich. Und je heller eben die Töne werden, desto höher ist der Hörverlust. Das geht hier auf der rechten Seite bis gemäßigt bis schwer und links sogar bis schwer. Ich bin beileibe nicht allein mit meiner Schwerhörigkeit. Etwa jeder dritte Deutsche über 50 leidet darunter. Das sind 14 Millionen Menschen. Nicht mal die Hälfte von ihnen macht einen Hörtest. Und nur 17% aller Schwerhörigen tragen auch ein Hörgerät. Besuch bei meiner Freundin Claudia, einer ehemaligen Lehrerin. Sie hat uns neulich beim Frauenstammtisch gestanden, sie hat ein Hörgerät, macht es aber so gut wie nie rein. Ich wusste gar nicht, dass du schwerhörig bist. Ich habe es am meisten dann in der Schule gemerkt. Da war das offensichtlich auch für die Kinder, dass immer wieder, wenn ganz hinten einer eine Antwort gegeben hat, dann haben die Schüler, die in meiner Höhe saßen, sehr wohl verstanden, was der sagte oder die. Und ich musste nachfragen. Und dann dachte ich, jetzt muss ich was tun. Und so kam es dann, dass ich mich zum Hörakustiker begeben habe. Sind doch eigentlich ganz niedlich, die Dinger. Sie haben über 4.000 € gekostet. Trotzdem trägt Claudia sie kaum. Und hinten ist das Gerät dann. Oh, ist das schick. Gell? Ja. Das habe ich noch nie so gesehen. Ja. Und dann wird einfach nur dagegen gedrückt. Dann kommt ein kleines Geräusch. Dun, dun, dun. So, und jetzt höre ich euch und mich selbst, meine Stimme natürlich auch lauter. Wie oft hast du es dann in so einer Woche getragen? Bei Konferenzen, wo jetzt man sagen könnte, also da ist keine Unruhe, wie sie in der Klasse aufkommen kann, musste ich immer wieder, wenn mehrere gesprochen haben oder reingekommen sind oder einfach viele Geräusche waren, musste ich dieses Hörgerät rausnehmen und ausschalten, weil es für mich richtig beschwerlich war. Die neue laute Welt hat Claudia nicht ertragen. Ja, da denke ich immer, ich muss es so laut nicht haben. Also wenn ich hier allein in der Küche bin, muss ich dieses Wasser nicht so laut haben und ich habe es auch vorher nie so laut erlebt. Wenn ich dann
die Klospülung betätige mit Hörgerät, dann ist es ein Geräusch, wo ich denke, ach Gott, das kann ja nicht sein, dass die Klospülung so laut ist. Um sich an die Geräte zu gewöhnen, müsste sie ständig tragen, sagt der Akustiker. Wenn ich dann immer zu diesen Kontrollgesprächen kam, hat er gesagt, und wie war es? Und ich sagte, ja, ganz gut, ich habe es ganz schön oft getragen, bis er dann gesagt hat, Frau Bass, das stimmt gar nicht. Und ich dann gemerkt habe, er kann das hier feststellen an diesem Gerät. Irgendwie ist es gespeichert. Und dann war ich sozusagen als die Lügnerin überführt und es war dann eher peinlich. Beim Fernsehen muss Claudia die Lautstärke 4 bis 5 Stufen höher stellen als ihr guthörender Mann. Was ihn natürlich nervt. Doch, mach doch bitte dein Hörgerät rein. So trägt Claudia ihr teures Hörgerät heute nur noch beim Fernsehen mit ihrem Mann. Dann kann ich im Grunde die meisten Dinge problemlos verstehen, wobei ich sagen muss, beim Tatort ist es trotzdem manchmal schwierig, aber da verstehen auch andere Menschen nicht alles. Im Prinzip verstehe ich den Inhalt schon. Also manche Worte sind aber so ein bisschen genuschelt, da hat man dann sowieso Probleme, weil das wohl Absicht ist, nicht, dass das so etwas natürlich aussehen soll. Das ist immer wieder Thema bei uns im Freundeskreis, dass man den Tatort so schlecht versteht oder sonstige Spielfilme. Warum ist das so? Lang ist her, ne? Aber für eine gepflegte Unterhaltung ist es nie zu spät. Zunehmend beschweren sich Zuschauer, dass die Sprache im Fernsehen so schwer verständlich ist. Es gab dazu sogar eine Petition im Deutschen Bundestag. Dabei wird am Ton jedes Spielfilms wochenlang im Studio gefeilt. Marc Schmieder kämpft beim SWR seit Jahren um den richtigen Ton. Bei Tatorten ist dann die Schwierigkeit, dass man eine Personengruppe hat von 18 bis 80. Und dann einen Mittelweg zu finden, wo alle glücklich sind, ist sehr schwierig. Und dann ist es natürlich auch die Frage, wie kann ich denn diese Realität übermitteln? Wenn ich jetzt tatsächlich hier ein Billardcafé habe, dann muss da auch was los sein. Wenn da niemand spricht und wenn da keine Musik läuft, dann glaubt der Zuschauer nicht, dass das ein Billardcafé ist. Dann sagt jeder, das ist falsch gedreht. Elisabeth Bodensee hat das Thema wissenschaftlich untersucht. Ihre Ergebnisse zur Sprachverständlichkeit im Fernsehen wurden in einem Leitfaden für die öffentlich-rechtlichen Sender festgehalten. Das Hauptproblem, das waren 60% meiner Zuschauerbeschwerden, die ich analysiert hatte, ist die zu laute Hintergrundmusik. Das heißt, die Musik ist tatsächlich so laut, dass man den Dialog nicht verstehen kann. Das zweite Problem sind die Schauspieler, die undeutlich sprechen. Und dann gibt es noch so Probleme wie, dass die Geräusche zu laut sind. Das betrifft dann wieder mehr die Dokumentarfilme oder Tierfilme, zum Beispiel oft Naturfilme in die Richtung. Wir Schwerhörigen haben also zwei Probleme. Erst einmal dauert es, bis wir uns eingestehen, dass wir ein Hörgerät brauchen. Wenn wir dann eins haben, tragen viele es nicht, so wie Claudia. 27% aller Hörgeräte vergammeln in Schubladen. Bei einem Durchschnittspreis von 1.000 € pro Ohr und Gerät ist das ein totes Kapital von 1,5 Milliarden €. Das soll mir nicht passieren. Stiftung Warentest hat vor kurzem Hörgeräteakustiker getestet. Was kann ich daraus lernen? Gerade jemand, der längere Zeit schon Hörprobleme hat und dann ein Hörgerät bekommt, wird sicherlich Probleme mit der Umstellung haben. Das heißt, man muss es auf jeden Fall probieren mit den günstigen Geräten, aber es kann sein, dass sie nicht ausreichend sind. Soll ich verschiedene ausprobieren? Wie soll ich da vorgehen? Ja, probieren Sie mindestens 2 oder 3 Geräte aus und relativ ausgiebig, das heißt mindestens eine Woche in Ihrem normalen Alltag. Führen Sie vielleicht ein Hörtagebuch, schreiben Sie auf, in welchen Fällen Sie jetzt besser hören können mit diesem Hörgerät, in welchen Fällen Sie aber auch schlechter hören können. Und dazu zählen auch nervende Störgeräusche, zum Beispiel wenn Teller klappern oder Verkehrsgeräusche an Ihr Ohr dringen, die Sie jetzt als sehr nervend empfinden, dann sollten Sie das alles notieren und mit dem Akustiker besprechen. Die
Die Akustiker wissen, dass viele Menschen sich nicht zu ihnen trauen. Sie sind eher am Rande der Innenstädte zu finden. Wie Sexshops, wo man nicht so gern gesehen werden will, wenn man reingeht. Dabei haben die Läden nichts mehr von einem biederen Sanitätshaus. Prominente machen auf das Problem des Hörverlusts aufmerksam, wie Christoph Waltz, Nadja Auermann, Wolfgang Job oder Daniel Brühl. In Freiburg, wo ich wohne, habe ich mich bei einem Akustiker angemeldet. Von Stiftung Warentest weiß ich, es muss jemand sein, dem ich vertraue. Oliver Arloff, grüße Sie. Herr Arloff. Unsere Beziehung wird womöglich länger halten als so manche Ehe. Schauen Sie gerade hier. Wo soll ich hin? Gerade hier, Tasche können Sie gerne abstellen, wenn Sie mögen. Ja, danke schön. Und Platz nehmen. Die Kunst der Akustik hat Oliver Arloff bei seiner Mutter erlernt. Er weiß, ein guter Akustiker muss ein guter Psychologe sein. Es gibt diese schöne Aussage, schlecht hören fällt auf, ein gutes Hörgerät aber nicht. Und die sind heute so versteckt, man sieht sie auch nicht rumlaufen. Die sind so klein hinterm Ohr, dass sie gar nicht ins Auge fallen. Man achtet auch nicht auf die Ohren. Und natürlich ist es wichtig, dass das Hörgerät zu einem passt. Es muss motorisch passen, kosmetisch passen, wie auch vom Klang her. Gucken Sie mich jetzt an und denken dann dabei, was für ein Hörgerät passt auf die? Grundsätzlich, ab der ersten Sekunde, wo ich auf einen Kunden treffe, ist es so, dass ich in meinem Kopf zunehmend, auch mit zunehmendem sich kennenlernen und Gespräch, sich natürlich etwas bildet, wo ich weiß, das könnte passen. So. Was steht denn so zur Auswahl? Ich habe es geahnt. Sexy ist was anderes. Hier sieht man jetzt ganz klassische Hörgeräte. Wir haben hier 2 Varianten eines Im-Ohr-Gerätes und 3 Varianten von dem Hinterohrgerät. Das klassische Im-Ohr. Ich lerne, die fast unsichtbaren Im-Ohr-Geräte sind nichts für mich, da sie das Ohr zu sehr verschließen. Stärkeren Verschlusseffekt haben, was man optimieren soll. Weil ich die tiefen Töne noch ganz gut höre, brauche ich ein hinter dem Ohrgerät, das die hohen Frequenzen verstärkt. Konsonanten wiederbringt. Hier haben wir jetzt eine Standardvariante, was die Krankenkasse komplett übernimmt. Und hier haben wir jetzt eine Variante, die bei einer beidseitigen Versorgung mit knapp 1.000 € Zuzahlung für beide Geräte daherkommt. Sagt man aber, ich möchte wirklich das Maximum an Richtmikrofon, an adaptivem Sprachverstehen, an Störschallunterdrückung, eben an der Möglichkeit, Zubehör zu integrieren, dann geht es hoch bis zu einem Eigenanteil bis zu 4.000 € circa für beide. Okay, dann würde ich jetzt gerne erstmal mit dem, wo ich nichts zuzahlen muss, anfangen. Ja. Und es gerne mal ausprobieren. Für die Geräteanpassung nimmt sich Oliver Arloff 2 Stunden Zeit. Als guter Psychologe will er mich langsam an das richtige Hören gewöhnen. Schauen wir uns das linke kurz an. Wollen Sie es gleich mal sehen, wie es aussieht, oder wollen Sie es lieber erst nachher sich anschauen, wenn wir fertig sind? Sie meinen im Spiegel? Ja. Ich gucke mir gerne an. Also man sieht wirklich im Prinzip nichts, ne? Also man muss da schon extrem... Ja, und da ist es dann hier eben so, das ist schon so ein Knochen, wie man sich von früher irgendwie vorstellt. Jetzt haben wir es soweit eingestellt. Ist gut, dass Sie aufgehört haben. Ist laut, ne? Ja. Ist ordentlich laut. Es ist Ihre erste Versorgung. Sie haben es noch nie in Hörgeräte getragen. Wir haben über die Vorgeschichte gesprochen, dass Sie ja schon seit vielen Jahren, wenn mir recht erinnere, glaube ich, hat er 17 Jahre mal gesagt, praktisch entwöhnt sind und sich immer mehr entwöhnt haben, weil in den Jahren ist die Schwierigkeit wahrscheinlich fortgeschritten. Das ist zu befürchten. Muss man schon mit extrem wenig Leistung, mit wenig Energie am Ohr beginnen. Das ist jetzt wenig Energie. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt richtig viel. Das ist jetzt richtig wenig. Würde man das einstellen, so wie Sie es objektiv aufgrund des Hörverlusts brauchen, würden Sie es mir gerade hier lassen. Dann wäre es viel zu stark. Der erste Höreindruck haut mich um. Die Stadt ist schrecklich laut. Und das, obwohl ich erst 50% dessen an Verstärkung habe, was ich eigentlich bräuchte. Als wären an einem Mischpult in meinem Ohr mit einem Mal alle Regler nach oben geschoben worden. Geräusche nerven plötzlich.
Mein Alltag ist unerträglich geworden. Beim Einsetzen des Hörgerätes fiebt es immer wieder. Nach einer Woche habe ich die Nase voll. Wird es mir wie Claudia ergehen? Pünktlich wie immer. Neuer Termin bei Oliver Arloff. Ich möchte, dass er mir jetzt ein Gerät empfiehlt. Nehmen Sie Platz. So, jetzt bin ich natürlich gespannt. Wir haben das letzte Mal das Hörgerät mitgenommen. Denn dieses Kassengerät kann es nicht sein. Es gibt ein Produkt, was eine extrem gute Spontanakzeptanz bei meiner Kundschaft mitbringt, extrem hohen Tragekomfort und vor allen Dingen ein akustisches Paket, wie es denn den Schall aufnimmt und verarbeitet, wie ich finde, seinesgleichen sucht. Ja, es ist im Moment meines Erachtens eines der besten, die wir am Markt haben. Ob es das Beste ist, das mag jeder. Oliver Arloff empfiehlt mir sein Top-Gerät. Also jetzt probieren wir mal. Bei diesem High-End-Produkt müsste ich aber über 4.200 € zum Kassenzuschuss dazu zahlen. Das ist eine Menge Geld und letztendlich muss man selbst entscheiden, ob der Unterschied, der Kontrast wirklich so groß ist, dass es dieses Geld wert ist. Es ist ein Riesenunterschied zum ersten Gerät. Kein Grundrauschen mehr, keine Windgeräusche. Dafür höre ich Dinge, die ich bislang nie wahrgenommen habe. Das Scheppern meines Fahrrads. Den Reißverschluss an meiner Handtasche. Den Klang meiner Computertastatur. Das eklige Schrappen meiner Nylonjacke. Die Mehrheit möchte Bilder. In lauter Umgebung kann ich mich wieder entspannt unterhalten. Mit diesem Gerät bin ich rundum zufrieden. Ist an der Wand, stört nie. Ich erzähle meiner Freundin Claudia, die ihr Hörgerät nicht trägt, von Oliver Arloff. Vielleicht kann er ihr Gerät besser einstellen als ihr bisheriger Akustiker. Die Einstellung stimmt nicht. Ich würde es auch von der Dynamik, von der Konstruktion her anders verteilen. Ja. Und ich neige dazu, immer lieber zu leise und so vorsichtig einzusteigen. Auch wenn vielleicht am Anfang der Spracherfolg, das Verstehen vielleicht noch nicht so ganz befriedigend ist. Mhm. Für mich ist ausschließlich das Ziel, das Gerät so tragbar zu machen, dass Sie wirklich sagen, sieh, ich bin 3-mal mit eingeschlafen. Oliver Arloff stellt Claudias Hörgeräte sanfter ein. Man nennt das Gewöhnungsanpassung. Und er gibt ihr neue Lautsprecher und Gehäuse. Dabei erzählt er, dass manche Kundin sogar öfter die Farbe wechselt. Ein schönes rotes, ein petrolblaues, muss ja zum Abendkleid passen. Geht sogar bis dahin, dass man dann sagt, zur Beerdigung, wenn man irgendwo ist, mache ich mein schwarzes Gehäuse dran. Okay. Alles schon da gewesen. Welches war denn Ihre? Claudia geht frisch motiviert nach Hause. Wird sie von nun an ihr Hörgerät durchtragen? Schale erst. Ja, der kommt oben drüber. Okay. In Essen treffe ich Renate Welter vom Schwerhörigenbund. Für sie ist das Hauptproblem, dass wir alle zu lange warten mit einem Hörgerät. Ich höre wieder. Wenn ich so lange nicht gehört habe, dann muss ich mich ganz langsam mit viel Geduld und Zeit da wieder vortasten. Aber das könnte ja vermieden werden, wenn man nicht erst abwartet, bis man schon einen hochgradigen Hörschaden hat, sondern wenn man sich rechtzeitig, auch dann, wenn man zur Not auch noch versteht ohne Hörgerät, wenn man sich rechtzeitig schon ein Hörgerät anpassen lassen würde. Unter Hörgeräteträgern sind die Batterien ein ständiges Thema. Claudia muss ihre Mini-Batterien jede Woche wechseln. Das ist gar nicht so einfach.
macht mehr als 100 Batterien im Jahr für beide Ohren. Das sind über 100 € jährlich, die die Kasse nicht übernimmt. Diese Kosten will Claudia senken. Sie hat sich Batterien beim Akustiker und im Internet besorgt und will ihre Lebensdauer vergleichen. Es gibt nämlich große Preisunterschiede für ein 6er-Pack. Da kostet dieser 6er-Pack 1,60, der nächste 1,70, der 2,28, der 4,10 € und der 6 €. So große Unterschiede? Ja, und ich denke, da lohnt es sich, dem nachzugehen. Wenn es nun wirklich ein Qualitätsunterschied wäre, dann ist der Preis auch ein Stück weit gerechtfertigt, der teure. Aber das will ich jetzt wissen. Nach 4 Wochen funktioniert mein linkes Hightech-Gerät nicht mehr. Julia Ahloff kennt das schon. Das ist das linke. Ich darf mir gerade beide kurz zur Hand nehmen, dann darf ich sie überprüfen und reinigen. Ich sehe hier auch schon ein wenig, dass sich Rückstände gebildet haben. Und zwar habe ich den kleinen Silikonschirm abgenommen und darunter dieser weiße Ring. Das ist nochmal ein zusätzlicher Filter, das die Technik vor Verunreinigung schützt. Und der sieht im Moment ganz zugesetzt aus, den werde ich jetzt austauschen und dann gucken wir es uns nochmal an. Muss ich jetzt damit rechnen, dass das dann alle 2-3 Wochen zugeht? Ja, damit muss man rechnen, es sei denn, man putzt es früher, man bürstet den Durchgang frei. Man muss nicht täglich das Schirmchen abnehmen, aber kontrollieren gegebenenfalls und einmal wöchentlich sicher grundreinigen. Es gibt ein spezielles Reinigungsspray. Wasser geht nicht. Die Geräte sind zwar schmutz- und wasserabweisend, aber nicht dicht. Das Top-Gerät braucht offensichtlich auch eine Top-Wartung. Ich bin auf dem Weg zur AOK. Nach einem Urteil des Bundessozialgerichts mussten die Krankenkassen ihren Zuschuss für Hörgeräte fast verdoppeln. Bei der AOK ist Bernd Fehrmann dafür zuständig. Die Kassen erstatten inzwischen um die 1.500 € für beide Ohren. Es steht jetzt das bestmögliche Sprachverständnis im Vordergrund. Früher hat man sich eher am Festbetrag sozusagen orientiert als Obergrenze. Jetzt orientiert man sich daran, was ist die bestmögliche Leistung? Was ist das bestmögliche Verstehen? Und das bezahlt die Krankenkasse jetzt. Das ist ja hocherfreulich. Ich zeige Bernd Fehrmann das Kassengerät, das für mich so unerträglich ist. Das ist das hier. Und das Top-Gerät. Und das Gerät hier, wo er sagt... Wird mir die Kasse das teure Gerät bezahlen, wenn ich das Gefühl habe, das ist das Beste? Vom Gefühl her nicht, aber von der Objektivität her ja. Weil Sie sagten, wo ich das Gefühl habe, ich höre es am besten. Das wird getestet. Sie machen Tests sowohl in Ruhe wie auch im Störschall. Und das Hörgerät, was den besten Hörerfolg bringt, das wird die Kassenleistung. Ja. Aha, doch nicht so einfach. Die Kassen zahlen das Gerät, das unter Laborbedingungen am besten abschneidet. Nicht das, mit dem man sich am wohlsten fühlt. Denn Gefühle beim Hören kann man nicht messen. Was soll ich jetzt tun, wenn ich nicht so viel zuzahlen will? Zum Hörgeräteakustiker gehen, nochmal andere aufzahlungsfreie Geräte testen, sagen, Sie wollen im Sprachverständnis da rankommen, wo Sie da schon sind. Wenn das zum Beispiel Bluetooth-Verbindungen hat oder so, das wäre alles irrelevant. Es geht um das gute Sprachverstehen, das müsste er Ihnen liefern. Sofern Sie ansonsten die Möglichkeit haben, Akustiker zu vergleichen, vergleichen Sie ruhig mal die Angebote in verschiedenen Läden. Manchmal ist auch das ganz erhellend, um solch ein Gefühl dafür zu kriegen, wo fühle ich mich eigentlich gut aufgehoben. Diese beiden Geräte habe ich jetzt hier ausprobiert. Das ist das. Und was rät mir Stiftung Warentest? Wir wissen leider nicht, was die Hörgeräte im Einkauf für den Hörgeräteakustiker kosten. Das heißt, wir kennen eigentlich nicht die Marge, aber man kann davon ausgehen, dass ein Akustiker mit einem höherpreisigen Gerät natürlich besser fährt. Die Frage ist, ob Sie damit besser fahren. Deswegen müssten Sie noch mal fragen nach günstigeren Alternativen, die vielleicht auch funktional besser sind. Als erstes probiere ich einen anderen Akustiker aus. In Koblenz kenne ich doch einen, der eher technisch orientiert ist. Robert Schmitz setzt nicht auf die Gewöhnungseinstellung. Er will, dass ich sofort wieder 100% höre. So, und jetzt werden Sie noch mal angebrüllt. Alors, die adaptaste ușoară. Înțelegă when give hauță pe hole și rufi, ist der Auflugrat mit der Schugate und schreibt die Salwerze. Hat Ihnen das jetzt wehgetan im Ohr? Es war unangenehm. Das wäre also jetzt keine Gewöhnungseinstellung, sondern der 100%ige Ausgleich Ihres Hörvermögens. Glauben Sie, dass ich schon so weit bin, dass ich 100% ertrage?
Es wäre ein Versuch wert, ja? würde ich sagen. Ja, definitiv. Da Sie eben doch bei den 80 dB zwar als unangenehm laut empfunden haben, aber Sie sind mir nicht vom Stuhl gesprungen. Ja. Robert Schmitz passt mir Geräte von einer dritten Firma an. Sie klingen völlig anders als die, die ich bislang kannte. Okay. Wie klingt es denn im Moment von dem Klangbild? Ich habe das Gefühl, es ist doch recht blechern und ich höre durch ein Gerät. Ich höre nicht normal, sondern da ist ein Gerät dazwischen geschaltet. Auf dem Weg zum Zug merke ich, dass ich zwar nicht vom Stuhl gesprungen bin, die Welt aber seltsam klingt. Technisch und zugleich wie durch Ohrstöpsel hindurch. Zu Hause sehe ich, die Schirmchen über den Lautsprechern sehen tatsächlich wie Ohrstöpsel aus. Anders als die, die ich bislang kenne. Ob mir mein Freiburger Akustiker das erklären kann? Sagen Sie mal, das Hörgerät verschließt Ihren Gehörgang. Ich darf gerade mal. Und zwar haben wir hier einen Aufsatz drauf, der komplett Ihren Gehörgang abschließt. Ja, und ist das gut? Ja, grundsätzlich nicht, weil die tiefen Töne sind bei Ihnen ja noch hervorragend. Das heißt, wir wollen ja den Hochtonbereich mehr berücksichtigen und da muss man schon darauf achten, dass man den Tieftonbereich so gestaltet, dass es hier noch offen ist. Das tut es aber nicht. Das tut es nicht, nein. Das verschließt komplett den Gehörgang. Ist das jetzt ein Fehler, solche Schirmchen an so ein Gerät ranzumachen für mich? Ich würde in so einem Fall sagen, ja, das ist verkehrt, bei Ihrem Hörverlust so stark geschlossene Schirmchen zu verwenden. So. Warum um alles in der Welt hat Robert Schmitz in Koblenz mir Schirmchen gegeben, die mein Gehör so abschließen, dass ich die Welt nur noch durch das Gerät höre? Jacke können wir ja hier vorne aufhängen. Ich habe nicht mal meinen Mann gehört, mit dem ich mich unterhalten habe, sondern ich habe meine eigenen Kaugeräusche gehört. Das war ausgesprochen unangenehm. Gut, es ist schon so, dass hier natürlich der Gehörgang etwas mehr verschlossen wird, was eigentlich für die Übertragung besser ist. Aufgrund der Größe dieser Kappe ist natürlich das Fremdkörpergefühl größer, der Verschlusseffekt etwas mehr, aber es ist nicht aus akustischer Sicht, sondern das ist eher ein Tragekomfort. Ob Herr Schmitz mich jetzt für zickig hält? So. Immerhin rückt er kleinere Schirmchen heraus. Das heißt, diese Übungen erstrecken sich über 14 Tage. Und ich soll ein Hörtraining absolvieren. 10 Minuten täglich, damit ich so schnell wie möglich die 100% akzeptiere. Eigentlich aber sehne ich mich nach einer gleitenden Anpassung. Also ich tendiere auf jeden Fall zu der gleitenden Anpassung. Wenn Sie schon einige Zeit schwerhörig sind, dann können Sie nicht von heute auf morgen direkt wieder in Einfrequenzen die volle Lautstärke ertragen. Das ist eigentlich dann unüblich oder kann nicht gut funktionieren. Claudia hat inzwischen die Lebensdauer verschiedener Batterien verglichen. Eine teure Batterie hält 100 Stunden, versprechen die Akustiker. Und eine günstige? Die günstige läuft 80 Stunden und die teure ganz knapp 88 Stunden. Also ein Zehntel länger läuft sie, ist aber 3-mal so teuer, wenn ich sie kaufe. Mehr als 3-mal so teuer. Und ja, deswegen werde ich in Zukunft im Internet die günstige erwerben. Für meinen weiteren Batterienverbrauch. Ist doch klar. 2 Wochen lang mache ich nun jeden Tag 10 Minuten lang die Hörübungen, die der Koblenzer Akustiker mir verschrieben hat. Trainingstag 10. Übung 31. Zielwort heraushören. Mit Hintergrundgeräusch. Satz 4. Ich gehe in die Schule. Satz 2. Sie muss den Brief öffnen? Diese Übungen schaffe ich auch ohne Hörhilfe. Sie will den Abend genießen. Ich habe das Gefühl, Sie strahlen heute schon viel mehr als das letzte Mal. Vielleicht, weil ich mehr höre. Insgesamt probiere ich bei 2 Akustikern 7 Modelle von 5 Herstellern aus. Da möchte ich gerne noch mal ein anderes aufzahlungsfreies Gerät ausprobieren. 3 Modelle ohne Zuzahlung, 2 mittelpreisige. Deswegen würde ich gerne noch mal so ein mittelpreisiges probieren. 2 High-End-Modelle.
Heute sind wir ja zusammengekommen, um noch mal eine Alternative auszutesten. Das hat auch eine gewisse erotische Form. Bei 6 Modellen klingt ein Glas auf Holz so. Bei meinem Lieblingsgerät klingt es angenehmer. Als wäre eine Tischdecke dazwischen. Es ist das teuerste Gerät. Selbst die lauten Geräusche klingen bei meinem Lieblingsgerät angenehm. Ein qualitativer Unterschied. Aber gibt es auch einen quantitativen Unterschied? Haben Sie es schon drin? Nein, ich mache einen besonders anspruchsvollen Hörtest mit Störgeräuschen. Mit 2 Kassenmodellen und mit meinem Lieblingsgerät. Jochen, 8 teure Ringe. Britta schenkt 5 große Äpfel. Mit welchem Gerät höre ich am besten? Also, wenn man sich das anguckt mit den 3 Geräten, dann zeigt sich, dass sich im Störgeräusch bei allen 3 eigentlich kein wirklicher Unterschied zeigt. Sie kommen bei allen 3 um der Frequenz oder in dem Sprachschallpegel von 65 dB praktisch auf die genau gleichen Ergebnisse. Die AOK hat gesagt, ausschlaggebend sei der beste Hörerfolg. Was aber ist nun der beste Hörerfolg? Und das, wo ich das Gefühl habe, das ist das, wo ich am besten mit zurechtkomme, das zahlt mir die Kasse? Vom Gefühl her nicht, aber von der Objektivität her ja, weil Sie sagten, wo ich das Gefühl habe, ich höre es am besten. Das wird getestet. Sie machen Tests sowohl in Ruhe wie auch im Störschall. Und das Hörgerät, was den besten Hörerfolg bringt, das wird die Kassenleistung. Bei diesem teuren Gerät vergesse ich, dass ich es drin habe. Ja. Und ich tue es abends raus und war glücklich. Und bei dem merke ich, bei jeder Klospülung, bei jedem Schlüssel, der runterfällt, spüre ich, das war ja mein Hörgerät. Ja, das ist richtig. Und jetzt ist die Frage ist es qualitativ so viel besser, dass Sie als Arzt sagen, Frau Faltin, eigentlich müsste die Kasse das voll übernehmen? Ja, wenn Sie mich so provokativ fragen, sage ich ja. Und warum? Ja, weil es das Beste für Sie ist. Und die AOK sagt ja auch, das ist die bestmögliche Hörversorgung. Die beziehen das allerdings auf die Quantität und nicht auf die Qualität. Und das ist das Schlupfloch? Und das ist das Schlupfloch. Die AOK übernimmt tatsächlich nur den Festbetrag von rund 1.500 €. Was die Mehrkosten von 4.200 € angeht, soll ich mich an die Rentenversicherung wenden. Wenn man für seinen Beruf besonders gut hören muss, kann die Rentenversicherung die Zusatzkosten übernehmen. Als Journalistin beim Fernsehen ist nicht nur für mich das Bild wichtig, sondern auch der Ton. Ja. Und ich kann meinen Beruf nur ausüben, wenn ich richtig gut höre. Ich höre zwar gut auch mit den anderen Geräten, aber die trage ich dann nicht. Also müsste man nicht eigentlich auch die Qualität des Hörens bei so einer Entscheidung mit einbeziehen? Bei uns ist halt dieser berufliche Aspekt einfach der maßgebende. Und da ist es einfach so, dass Sie leider nicht jetzt in diese Berufsgruppe fallen, wo die Rentenversicherung dann sagen kann, okay, da ist ein berufsbedingter Mehrbedarf da. Für den Klavierstimmer ist so dieses typische Beispiel, der wirklich ganz, ganz besonders, ganz genau diesen Ton hören muss. Dann wäre das so eine Situation, wo die Rentenversicherung sagen würde, liegt ein berufsbedingter Mehrbedarf auch vor. Wie ist es denn zum Beispiel mit meiner Kollegin, der Tonfrau Susan? Ja. Würden Sie denn da zum Beispiel einen berufsbedingten Mehrwert erkennen? Ich müsste einfach so eine Tätigkeitsbeschreibung haben, einfach auch mich mit ihr unterhalten. Machen Sie das doch mal. Inwiefern müssen Sie denn ganz genau und ganz speziell hören? Ich muss alle Störgeräusche hören, ich muss die Präsenz hören und das ist schon sehr wichtig. Und wenn ich das nicht höre, dann geht es natürlich um die Qualität des Films. Ja, und genau da haben wir dann diesen Punkt, da ist einfach das Primäre einfach da. Ohne entsprechende Unterstützung würde sie ihre Arbeit so gar nicht dann machen können, womöglich mit einem schlechteren oder mit dem normalen Gerät. Da muss sie schon ganz, ganz besonders hören. Also da ist es wirklich ganz essentiell.
Hallo Sigrid. Hallo Claudia. Wie ist es Claudia ergangen, seitdem Oliver Aloff ihr Hörgerät sanfter eingestellt hat? Dir auch? Ich trage dieses Gerät praktisch von der ersten Minute, wenn ich aufgestanden bin. Und wenn ich ins Bett gehe, dann mache ich es wieder raus. Also das wird er auch bestätigen können. Er kann das ja genau sehen. Man kann ihm nichts vormachen. Und ich denke schon, das ist das A und O. Es ist also so, dass du jetzt das nicht mehr als unangenehm empfindest? Nein, ich empfinde es so, wie wenn ich kein Gerät drin hätte. Mit dem Wasser würde mir jetzt gar nicht auffallen mehr, ob ich jetzt das Hörgerät drin habe oder nicht. Ja, das ist ja super. Das ist wirklich, aber ich trage es ja jetzt auch schon über mindestens 4 Wochen. 4 Wochen. Ohne Unterlass und ein Stück weit auch. Claudias Geschichte zeigt, wie wichtig die Rolle des Akustikers ist. Und der Akustiker ist mir sehr sympathisch, sehr aufgeschlossen begegnet und ich fühlte mich da irgendwo ein Stück weit angenommen und aufgehoben. Und das Zweite, ich bin davon überzeugt, dass er das, was in meinem Gerät drinsteckt und was gar nicht aktiviert oder genutzt war, dass er das aus diesem Gerät auch rausholt. Nach 3 Monaten habe ich fast ein libidinöses Verhältnis zu meinem Lieblingsgerät entwickelt. Alles gefällt mir daran, nur der Preis nicht. 4.230 € müsste ich zuzahlen für beide Geräte. Da ist der Kassenzuschuss schon abgezogen. Nicht jeder kann sich das leisten. Ich telefoniere mit mehreren Akustikern in Deutschland und stelle fest, es gibt enorme Preisunterschiede für mein Gerät. In Freiburg will eine Akustikkette pro Gerät 3.411 €, abzüglich dem Kassenzuschuss. Mein Akustiker Oliver Aloff verlangt 2.790 € pro Gerät. Ich bekäme in Freiburg das gleiche Gerät, aber auch schon für 2.450 €. Ein Akustiker bei Regensburg will sogar nur 2.190 € für mein Modell. Macht einen Unterschied von über 1.200 € pro Gerät. Und ich brauche 2. Was Oliver Aloff wohl dazu sagt? Es gibt immer wieder Akustiker, die gehen hin und sagen, ich biete ein Hörgerät zu einem Betrag X an, muss aber dann entsprechend Servicepakete zum Beispiel mitkaufen. Ja? Muss dann sehen, wie ist die Nachbetreuung. Und da gibt es massiv Unterschiede. Und bei mir im Hause ist es so, dass im Hörgerätepreis komplett Nachsorge, 6 Jahre, nach Einstellung, Reinigung, die Lautsprecher etc. in diesem speziellen Fall sind komplett mit drin. Gibt es Kunden, die dann jetzt anfangen würden zu handeln? Die gibt es durchaus, ja. Das ist aber in jeder Branche gleich, oder? Ja. Das ist in jeder Branche gleich. Nur es ist so, dass wenn man wirklich anfängt zu verhandeln, dann muss man auch fair verhandeln. Das heißt, dann müsste man auch ein schriftliches Angebot sich einholen. Oliver Aloff hat recht. Der Service wird von jedem Akustiker anders berechnet. Immerhin, er hat mir 500 € nachgelassen. Ich zahle 3.700 € zu für beide Ohren. Das ist viel Geld, aber es ist es mir wert. Bei den anderen, die waren so richtig scharf, die Geräusche. Unangenehm scharf. Vielleicht klingt die Welt ja eigentlich unangenehm scharf, aber ich will die nicht so hören. Und das hier lässt mich die Welt hören, wie ich es mag. Bei meinem Frauenstammtisch sind wir jetzt zu dritt mit einer Hörhilfe. Eins weiß ich genau. Ohne diesen Film hätte ich bis heute kein Hörgerät. Ach, übrigens, den Tatort verstehe ich jetzt wirklich besser. Und dann noch einen schicken Akkus